Herzlich willkommen zu einem Full Day of Eating und Training bei mir. Ich zeige dir heute, was ich am Tag esse und wie ich trainiere. Und bitte behalte im Hinterkopf, dass mein Bedarf nicht dein Bedarf ist und mein Ziel vielleicht auch nicht dein Ziel ist. Wie du vielleicht bereits aus einer meiner Podcast-Folgen weißt, arbeite ich seit über einem Jahr an meinen Hormonen und habe dadurch im Dezember 2020 meine Periode zurückbekommen. Bei mir liegt der Fokus daher auf den Fortschritten im Training, meiner Regeneration und meiner hormonellen Gesundheit. Ich starte meinen Tag immer erst mit 500 Milliliter Wasser, welches ich mit Athletic Greens vermenge. Ich habe es seit circa 6 Monaten für mich entdeckt und liebe es, weil ich alle wichtigsten Nährstoffe abgedeckt habe und es meine Verdauung auch zusätzlich unterstützt. Außerdem mag ich es überhaupt nicht, Pillen oder Tabletten oder viele Supplements einzeln einzunehmen. Und weil es grün ist, könnte man meinen, dass es grasig schmeckt, was ich zum Beispiel gar nicht mag. Aber dem ist nicht so. Es schmeckt tatsächlich sehr frisch und wenn überhaupt leicht süßlich, hat aber keinen starken Eigengeschmack. Und manchmal vermenge ich es auch mit pflanzlicher Milch und etwas Proteinpulver, wenn ich mehr am Morgen brauche. Im Anschluss gehe ich meistens spazieren, weil ich so viel am Laptop arbeite und dann nutze ich die Zeit draußen, um meine Kundennachrichten zu beantworten oder um Projekte zu planen und mache im Prinzip alles beim Gehen, was ich nicht unbedingt sitzen machen muss. Dann trinke ich eine Tasse schwarzen Kaffee und arbeite für ca. 2 bis 3 Stunden, einfach aus dem Grund, weil ich meist noch keinen Hunger habe, direkt am Morgen und esse dann die erste Mahlzeit gegen 9 Uhr. Und dreimal darfst du raten, was meine erste Mahlzeit ist. Natürlich Haferflocken und aktuell esse ich sie am liebsten in einer Version, die ich damals häufig gemacht habe, mit Schmelzflocken und Puddingpulver. Und ich variiere das Proteinpulver immer mal wieder und nutze heute ein Vanille-Whey-Proteinpulver. Um dann eine festere Konsistenz zu erzeugen, gebe ich die Haferflocken für circa 1 Minute in die Mikrowelle und dazu rühre ich sie alle 30 Sekunden um, damit der Rand nicht zu trocken und fest wird. Aber hier ist jede Mikrowelle natürlich unterschiedlich und deshalb müsstest du es vielleicht länger oder kürzer in die Mikrowelle tun für deine gewünschte Konsistenz. Mikes Haferflocken bereite ich mit den zarten Flocken oder mit den groben Flocken vor, weil er die lieber mag. Und dann kommt das Topping drauf und we are ready to eat. Nach dem Frühstück mache ich mich fertig fürs Gym und wie versprochen nehme ich dich heute bei einer Einheit mit. Mein Training gestalte ich nach meiner Philosophie The Art of Training. Nachdem ich nämlich lange Zeit an Bodybuilding-Wettkämpfen teilgenommen habe, wollte ich mein Training anders gestalten, neue Bewegungen erlernen und mein volles Potenzial ausnutzen. Daher beinhaltet mein Training immer eine Kraftkomponente, Mobility und Ausdauer bzw. Kraft-Ausdauer-Komponente. Mein Training besteht primär aus der Kombination von Basisübungen wie Squats und Variation und Weightlifting-Übungen und Gymnastics-Elementen. Denn wie du vielleicht weißt, liebe ich Handstände und damit habe ich auch erst nach meiner Bodybuilding-Zeit begonnen. Also ich war nie im Turnverein oder ähnliches und es hat mich einfach begeistert, dass man auch als Normalo in Anführungsstrichen noch solche Übungen lernen kann. Und inzwischen liebe ich es, Trainingspläne nach der The Art of Training Philosophie zu schreiben und anderen Menschen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Egal, ob es der Weg zum ersten Klimmzug ist oder ein Muscle-Up-Handstand oder allgemeiner Kraftaufbau und die Verbesserung der Mobilität. Heute möchte ich dich bei meinem Mixday mitnehmen, das heißt, ich habe heute einen Weightlifting und einen Gymnastics-Part in meinem Workout und ich starte mein Training immer mit 2 bis 3 Mobility-Übungen. Heute absolviere ich primär Übungen für die Schulter, um sie für meine Handstände vorzubereiten. Und ich starte dann mit 2 Sätzen Handstand Holds und dann geht es zum schweren Part, die negativen Stilder Presses. Diese Übung, nur positiv ausgeführt, ist quasi gerade mein Ziel. Also es ist wirklich ein sehr, sehr anspruchsvolles Ziel und ich arbeite bereits seit 1,5 Jahren daran. Aber für mich spielt es keine Rolle, wie lange es dauert, denn ich liebe einfach diese Journey hin zu einem neuen Skill. Und das Ziel ist es, die negative Variante so langsam wie möglich auszuführen, um die Kraft an jedem Punkt des Bewegungsradius zu stärken. Um den vollen Bewegungsradius ausnutzen zu können, absolviere ich zwischen den Sätzen sogenannte Weighted Pancake Stretches. Die Rower Pike-Ups beanspruchen primär den Core und meine Hüftbeuger, um noch mehr meine Kompression zu stärken.
Ich liebe Weighted Chin-Ups und absolviere hier eher eine geringere Wiederholungszahl, um mehr Gewicht verwenden zu können, im Supersatz mit Straddle V-Ups, die auch wiederum die Kompression und Core-Kraft schulen, die ich für mein Starter Press C benötige. Zum Schluss absolviere ich gerne nochmal 1 bis 2 isolierte Übungen oder Übungen an Geräten, um einen Ziehmuskel nochmal stärker zu spüren. Mein Weightlifting-Part starte ich mit Cossack Squats und das ist meine absolute Lieblingsübung, wenn es um Kraft und Mobilität geht. Dann geht es weiter mit einem Supersatz aus einem Clean-Komplex und einer Explosivkraftübung. Und was wäre ein Training ohne einen schönen brennenden Finisher? Heute sind es bei mir 100 Glute Bridges. Normalerweise führe ich die auch mit einem Miniband um die Knie gewickelt aus. Das führt dann nochmal dazu, dass der Gluteus Medius stärker beansprucht wird. Und als Cooldown absolviere ich meist eine Übung, die mir einfach gut tut. Und falls du dir nicht sicher bist, ob dein aktuelles Training zielführend für dein Ziel ist, kannst du jetzt an unserer Black Week Aktion teilnehmen. Du hast jetzt die Möglichkeit vom 21. bis 28. November eine zusätzliche kostenlose Trainingsplanberatung von mir bei dem Kauf unseres brandneuen Coaching-Online-Kurses zu erhalten. Wir vergeben dafür jedoch nur 10 Plätze, um auch bestmöglich auf deine Fragen eingehen zu können. Und den Link zur Anmeldung findest du in der Beschreibung dieses Videos. Zurück zu Hause nach dem Training muss es dann schnell gehen, aber dennoch brauche ich eine richtige Mahlzeit und bereite heute Shakshuka mit Bohnen zu. Dazu nehme ich weiße Bohnen in Tomatensauce aus dem Glas und etwas extra Tomatensauce für den Geschmack. Dann 2 Eier darüber, Feta und das Ganze für ca. 15 Minuten in den Ofen, welchen ich bereits vorgeheizt habe. Und dazu esse ich gerne einen Toast zum Reintunken. Heute Abend machen wir eine Bowl, die super schnell geht, denn wir schieben unsere Zutaten, nachdem wir sie geschnitten haben, Öl drüber gegeben haben und gewürzt haben, einfach alle in den Ofen. Der Lachs kommt allerdings 10 bis 15 Minuten später in den Ofen, weil er weniger lange garen muss. Und solange das Gemüse und der Lachs dann nachher im Ofen sind, bereite ich einen Kräuterquark zu. Ich nutze dazu einfach einen Skyr, ich habe jetzt einen laktosefreien und eine Kräuterquark-Gewürzmischung. Wir stellen immer sicher, dass wir, wenn wir eine Bowl zubereiten, eine Proteinquelle, eine Kohlenhydratquelle und eine Fettquelle haben und Gemüse. Unsere Fettquelle ist meistens eine halbe Avocado. Da der Lachs aber schon viel Fett enthält, ist der quasi neben der Proteinquelle auch gleichzeitig unsere Fettquelle. Wenn wir dann 1 bis 2 Stunden verdaut haben, kommt noch eine letzte Mahlzeit, die wir als Ritual total gemeinsam zelebrieren. Wir lieben unsere Joghurtbowl vor dem Schlafengehen. Dazu esse ich pflanzliche Alternativen, meist Kokosjoghurt, Soja- oder Haferjoghurt, da meine Haut leider schlecht auf Laktose reagiert. Aber ich habe keine Intoleranz im Sinne von Magen-Darm-Beschwerden. Deshalb geht es nur um die Haut und dann lasse ich es lieber weg. Und heute habe ich den Sojajoghurt-Quark-Alternative genutzt, da ich gerne eine festere Konsistenz mag. Der ist einfach stärker konzentriert, ist deswegen fester. Und das Topping wählen wir immer nach Hungergefühl und je nachdem, ob wir noch mehr Kohlenhydrate an dem Tag brauchen oder möchten oder vielleicht mehr Fette brauchen oder mehr Protein. Und ich nutze meist eine Banane, Beeren, Nüsse oder irgendwas Gepufftes obendrauf. Und heute, siehst du, nutze ich Nussbutter, eine Banane, Dattelsirup und Amaranth mit Honig gepufft. Das war's für heute und falls du noch mehr von meinen und Ramonas Lieblingsrezepten wissen möchtest, bekommst du in unserem Coaching-Online-Kurs ein komplettes E-Book mit den Rezepten als Inspiration, die wir uns am liebsten zubereiten, zahlreiche Bowl-Varianten, gesunde Fladenbrote, Oatmeal-Variationen und vieles mehr. Und vergiss nicht, dass du bei einer Anmeldung zum Coaching-Online-Kurs vom 21. bis 28.11. eine kostenlose Trainingsplanberatung von mir dazu bekommst. Für mich geht es jetzt erstmal ins Bett. Ich hoffe, dass dir mein Full Day of Eating und Training gefallen hat und mich würde interessieren, ob du eine ähnliche Routine wie ich fährst oder ob sie vielleicht ganz anders ist. Lasse es mich in den Kommentaren gern wissen. Like das Video bzw. abonniere meinen Kanal, wenn du weitere Videos von mir sehen möchtest und dann sehen wir uns beim nächsten Video.